Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen richtig coolen Paraglider für euch. Und zwar dieses Mal eine Nummer größer, als ich euch den beim letzten Mal gezeigt habe. Das ist dann dieser hier. Da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben. Und wir haben diesmal sogar auch einen Piloten dabei. Natürlich auch hier wieder alles RTF und hier sogar in einem schicken Transportcase. Ob der etwas größere Paraglider noch besser fliegt wie der kleine, das seht ihr heute hier in diesem Video. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Ja, hier haben wir jetzt mal das tolle schwarze Transportcase. Hier oben ist noch ein Griff dran, damit können wir das ganze Case auch sehr gut transportieren. Rundum gibt es noch einen Reißverschluss. Dann können wir das Ganze aufklappen und haben als allererstes mal keine Bedienungsanleitung dabei, sondern hier eine erste Tüte mit jeder Menge Zubehör für den Piloten. Das werde ich aber wahrscheinlich alles gar nicht nutzen. Vielleicht ziehe ich ihm noch den Helm und die Knieschoner an. Dann haben wir noch eine weitere Tüte. Hier drin befindet sich dann der Akku für den Paraglider. Und zwar ist das ein 3S 1500 mAh LiPo-Akku mit XT60-Anschluss. Dann haben wir noch einen 2S-Akku dabei. Der ist dann eigentlich für die Fernsteuerung gedacht. Aber ich musste leider feststellen, dass der LiPo gar nicht in das Akkufach reinpasst. Daher müssen wir auch hier einfach wieder 4 AA-Batterien benutzen. Dann gibt es hier noch ein kleines Klebepad. Und zwar für den LiPo-Checker, den wir auch noch dabei haben. Den kann man nutzen, muss man aber nicht. Und als letztes haben wir hier noch einen Aufhängegurt für die Fernsteuerung. Dann haben wir als nächstes einen Multiadapter für das Ladegerät. Hier haben wir dann verschiedene Steckeroptionen dran. Unter anderem ist hier zum Glück auch der EU-Stecker dabei und noch ein paar andere. Dann haben wir auch hier wieder ein 2 bis 3S LiPo-Ladegerät dabei. Hier dann auch wieder mit einem Kabel ohne EU-Stecker, aber dafür haben wir ja den Adapter. Als nächstes haben wir dann den Paragliderschirm. Den zeige ich euch gleich nochmal etwas genauer. Den müssen wir ja auch noch an den Grundrahmen befestigen. Hier im Deckel vom Transportcase haben wir noch einen Ersatzpropeller mit dabei und natürlich auch den Paraglider, dieses Mal hier sogar mit Pilot. Den zeige ich euch gleich auch nochmal etwas näher. Und als letztes haben wir auch bei der RTF-Version noch eine Fernsteuerung dabei. Hier wieder die Microzone 6C Mini, die zeige ich euch gleich natürlich auch nochmal etwas genauer. Der Rahmen des Paragliders besteht hier aus zusammengesteckten 1,5 mm stabilen Kunststoffplatten, die an 5 Stellen mit Verstrebungen zusammengeschraubt sind. Der Rahmen selber hat eine Breite von 63 mm und eine Höhe von 140 mm. Auf der Rückseite des Rahmens ist der Antriebsmotor befestigt. Hier haben wir einen 2250 kV Brushless Außenläufer verbaut. Darauf befestigt ist ein Dreiblattpropeller. Als Schutz vor dem Propeller haben wir noch drumherum einen doppelten Kunststoffring. Der hat einen Durchmesser von 185 mm. Dieser schützt aber eher den Motor gegen Bodenberührungen. Mit der Hand reingreifen sollte man hier bei laufendem Motor auf gar keinen Fall. Hier unterhalb des Motors haben wir noch ein paar 3D gedruckte Motorattrappenteile. Das sind aber wie gesagt hier nur Attrappen für die Optik. Vorne haben wir dann die Pilotenpuppe sitzen, die hier mehr oder weniger fest verbaut ist. Deswegen werde ich die jetzt hier auch nicht lösen. Wenn man der Pilotenpuppe aber die Weste und das Oberteil auszieht, sieht man, dass der Oberkörper der Pilotenpuppe aus einem 3D gedruckten Grundrahmen besteht, wo dann auch die 2 Servos drin befestigt sind, die die Arme jeweils einzeln bewegen, um den Paraglider zu steuern. Und man sieht auch, dass der Pilot hier sehr gut durchtrainiert ist, denn er hat auch ein Sixpack. Den Kopf, die beiden Beine und die Füße vom Piloten können wir auch bewegen und in die richtige Position drehen. Zusätzlich kann man natürlich dem Piloten auch noch die Scale-Teile anziehen, die beim Packungsinhalt beiliegen. Hinter dem Piloten haben wir dann oben am Grundrahmen eine 3D gedruckte flexible Abdeckung, die oben nur eingesteckt ist. Die kann man hier lösen und abnehmen oder einfach nur aufklappen. Darunter befindet sich dann das Akkufach. Hier finden wir dann auch den Motorregler und das Anschlusskabel für den LiPo-Akku. Den Akku kann man dann einfach hier reinstecken und mit dem Regler verbinden und dann einfach den Deckel wieder schließen. Der Empfänger sitzt im Fach unterhalb des Piloten, da ist nämlich noch ein zweites Fach. Da ich da jetzt aber so einfach nicht drankomme, müsst ihr mir das einfach mal glauben. Den Schirm müssen wir nachher noch hier oben in die beiden Karabiner einhängen und die Steuerseile einmal hier in die Ösen, die sich jeweils innerhalb der Hände befinden. Das zeige ich euch gleich nochmal. Der Schirm selber ist hier in einem schönen auffälligen Rot, Gelb und Weiß gestaltet, besteht aus Nylon und hat eine Spannweite von ca. 1,80 Meter. Das Gewicht des gesamten Paragliders inklusive Schirm und Akku beträgt hier ca. 690 Gramm. Wir haben hier wieder eine ganz einfache 2,4 GHz Kunststofffernsteuerung mit dabei, hier in einem hellgrau. Diese sendet sogar im Protokoll SFHSS. Die Knüppelaggregate bestehen hier wieder komplett aus Kunststoff und die Steuerknüppel sind aus Aluminium. In der Mitte haben wir den Powerknopf. Wenn wir den länger drücken, geht die Fernsteuerung an. Darüber haben wir noch eine kleine Aufhängeöse für einen Nackengurt. Und hier oben haben wir noch 2 kleine Status-LEDs. Hier unten haben wir noch ein paar Einstellmöglichkeiten, um zum Beispiel die Kanäle umzukehren. Hier müssen wir für den Paraglider aber nichts umstellen, beziehungsweise man soll hier alles so belassen, wie es eingestellt ist. Um die Knüppelaggregate haben wir auch hier wieder die Trimmknöpfe zum Nachtrimmen der einzelnen Kanäle. Dann haben wir hier noch insgesamt 4 Schalter, wobei für den Paraglider nur der Schalter hier oben links auf der Schulterseite eine Funktion hat.
Das ist nämlich ein 2-Stufen-Schalter und hier können wir den Servoausschlag auf niedrige und hohe Stufe stellen. Das heißt, ist der Schalter nach hinten geschaltet, haben wir weniger Lenkwirkung beim Steuern und wenn der Schalter zu uns nach oben geschaltet ist, haben wir dementsprechend mehr Ausschlag und können stärker um die Kurve fliegen. Die anderen 3 Schalter haben hier wie gesagt keine Funktion. Auf der Oberseite befindet sich noch die 2,4 GHz Antenne. Auf der Seite haben wir noch einen DC-Anschluss, der aber nicht zum Laden geeignet ist, sondern nur für einen Simulator. Auf der Rückseite haben wir noch das Batteriefach. Hier passen 4 AA-Batterien rein oder alternativ können wir hier auch noch einen 2S-LiPo anschließen. Daneben haben wir noch einen Audiostecker und oben auf der Hinterseite haben wir noch einen Griff zum Festhalten der Fernsteuerung und auf dem Boden haben wir noch 2 Standfüße. Damit können wir die Fernsteuerung dann noch hinstellen. Dann zeige ich euch nochmal eben, wie man den Schirm an den Grundrahmen befestigen muss. Dazu müssen wir den Schirm natürlich als allererstes einmal aus dem Beutel holen und dann einmal auseinanderfalten. Dabei dann erstmal die beiden Hauptaufhängungen vor den Schirm legen. Hier sieht man dann einmal die Aufhängungen mit den noch eingehängten Steuerseilen. Als nächsten Schritt würde ich dann den Schirm einmal an den Aufhängungen nach oben ziehen und schauen, ob alle Seile vernünftig eingehängt und nicht verheddert sind. Dann einmal den Paragleiter-Grundrahmen mit dem Piloten vor den Schirm stellen, mit dem Rücken zum Schirm und darauf achten, dass der Schirm so liegt wie hier gezeigt, mit der gelben Farbe nach hinten. Das ist dann nämlich später die Vorderseite, wenn wir fliegen. Dann würde ich die Aufhängungen jeweils noch einmal nach oben ziehen und dann das gelbe Steuerseil etwas separieren und wieder nach vorne neben den Piloten legen. Das machen wir dann einmal auf beiden Seiten. Dann nehmen wir uns die erste Aufhängung und sehen hier, dass das Steuerseil hier unten noch eingehängt ist. Das müssen wir jetzt aber erstmal aus dem Haken lösen, weil das Steuerseil nachher an die Hand kommt. Dazu den Haken mit dem Finger oder einer Zange sowie bei einer Sicherheitsnadel lösen und herausnehmen. Dann nehmen wir uns die Hauptaufhängung und hängen die freie untere Öse oben in die Hauptaufhängung des Grundrahmens. Und das gelbe Steuerseil hängen wir mit dem geöffneten Haken an die jeweilige Hand auf der richtigen Seite. Das ist teilweise ein bisschen fummelig, aber das geht. Sichern kann man den Haken nach dem Einhängen dann entweder mit den Fingern oder ich habe es hier zum Beispiel mal mit einer Zange gemacht. Das geht dann noch etwas einfacher. Und dann ist die erste Seite auch schon fertig. Das Ganze machen wir dann natürlich auch auf der anderen Seite. Zuerst das Steuerseil lösen, dann die Hauptaufhängung oben einhängen und dann das Steuerseil in die Hand einhängen. Und ganz wichtig auch hier wieder sichern. Dann hängt der Paraglider so hier in den Seilen und so sieht das dann aus, wenn alles richtig befestigt ist. Dann können wir den Schirm wieder von außen nach innen zusammenfalten. Dabei möglichst nicht die ganzen Seile ineinander verheddern. Das sollte aber in der Regel kein Problem sein. Wenn der Schirm dann soweit klein gefaltet ist, können wir uns wieder den Beutel nehmen und doch den kompletten Schirm reindrücken, so dass das Ende der Seile noch am Beutel rausguckt und dann ist der Gleitschirm auch schon fertig gepackt. Wenn wir dann zum Flugfeld gehen möchten, passt das auch alles wieder wunderbar hier in das Transportcase rein. Sogar auch die Fernsteuerung passt hier oben noch rein. Dann können wir das Case mit dem Reißverschluss schließen, zum Flugplatz fahren und fliegen gehen. Und das machen wir jetzt.
Auch hier am Ende natürlich wieder ein kurzes Fazit. Vom Flugverhalten her verhält sich der größere Paraglider ähnlich wie der kleine. Er fliegt sehr gut und stabil. Beim Lenken würde ich auf jeden Fall die Stufe 2 empfehlen. Da hat er dann etwas mehr Lenkleistung. Gleiten kann er durch das Gewicht natürlich nicht so gut wie ein Paraglider ohne Motorantrieb. Aber das muss man ja auch nicht wirklich unbedingt mit einem Motorparaglider. Was ich bei den Paraglidern immer am schwierigsten finde, ist das Starten. Gerade auch bei den kleineren Schirmen finde ich es schon relativ schwierig, einen sauberen Start hinzubekommen. Was man auf jeden Fall nicht darf, ist direkt zu viel Gas geben beim Start. Dann zieht er nämlich direkt nach oben weg und man kriegt ihn fast gar nicht mehr gebändigt. Ich bin natürlich noch relativer Anfänger im RC-Paragliding. Deswegen denke ich mal, ist das auch alles noch Übungssache. Aber weil ich noch Anfänger bin, ist er mir ein paar Mal beim Starten direkt gecrasht, was dann auch direkt zur ersten Reparatur führte. Denn das Servohorn am Servo ist beim ersten Startcrash am Arm gebrochen. Sonst ist er aber heile geblieben, trotz heftigen Aufpralls auf den Asphalt. Eigentlich wollte ich den Paraglider auch in unserem Skiurlaub im Schnee in den Bergen einmal fliegen und filmen. Da ich da aber durch wahrscheinlich auch zu wenig Wind und auch mal wieder zu viel Gas geben beim Start mehrmals gecrasht bin, konnte ich das leider nicht mehr machen, da da auch wieder dieses Servohorn gebrochen ist. Sonst ist aber weiter auch wieder nichts passiert. Ich konnte halt im Urlaub nur das Servohorn nicht mehr tauschen, deswegen konnte ich das leider nicht mehr filmen. Aber okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass man beim Starten auf gar keinen Fall zu viel Gas geben sollte. Ich würde sagen, das war's jetzt wieder mit dem Video. Schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Gebt mir gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.